Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Slow German Podcast. Ich bin Anna und heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Egal ob jung oder alt, in der Stadt oder auf dem Land. Es geht um soziale Medien und ihre Rolle in unserem Leben. Fast jeder von uns nutzt sie täglich. Aber haben wir uns jemals wirklich gefragt, wie sie uns beeinflussen? Und ob unser Umgang damit immer gesund ist? Ist es nur ein harmloser Zeitvertreib oder kann es auch zu einer Art Abhängigkeit werden? Genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wir werden uns ansehen, was soziale Medien so attraktiv macht, welche Anzeichen es für einen problematischen Gebrauch gibt und was wir tun können, um eine gesündere Balance zu finden. Zuerst einmal, was sind soziale Medien überhaupt? Im Grunde sind es digitale Plattformen und Apps, die es uns ermöglichen, miteinander zu kommunizieren, Informationen zu teilen und uns zu vernetzen. Denkt an Facebook, Instagram, TikTok, X, das frühere Twitter oder auch YouTube. Auf diesen Plattformen können wir Fotos, Videos, Nachrichten und persönliche Gedanken teilen. Wir können sehen, was unsere Freunde machen, Neuigkeiten erfahren und uns über Hobbys oder Interessen austauschen. Es geht darum, soziale Kontakte zu pflegen und Teil einer Gemeinschaft zu sein, oft sogar von vielen verschiedenen Gemeinschaften. Die Faszination dieser Netzwerke ist riesig und das aus guten Gründen. Einer der Hauptgründe ist natürlich die Möglichkeit, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, auch wenn sie weit weg wohnen. Man kann sehen, was die Tante in Australien macht oder dem besten Freund zum Geburtstag gratulieren, auch wenn man sich gerade nicht persönlich treffen kann. Das ist eine großartige Sache, die unser Leben bereichert. Aber soziale Medien bieten auch eine Fülle von Informationen und Unterhaltung. Wir können Nachrichten aus aller Welt verfolgen, neue Hobbys entdecken, lustige Videos ansehen oder uns inspirieren lassen. Es gibt für fast jedes Interesse eine Gruppe oder einen Kanal. Dieses Gefühl, immer auf dem Laufenden zu sein und nichts zu verpassen, ist sehr stark. Wissenschaftler nennen das oft Fear of Missing Out, kurz FOMO. Die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen, wenn man nicht online ist. Hinzu kommt der psychologische Aspekt der Belohnung. Wenn wir ein Foto posten und viele Likes oder positive Kommentare bekommen, fühlen wir uns gut. Unser Gehirn schüttet dabei Dopamin aus, einen Neurotransmitter, der für Glücksgefühle und Belohnung zuständig ist. Dieses Gefühl ist angenehm und wir wollen es immer wieder erleben. Das führt dazu, dass wir immer wieder überprüfen, ob es neue Likes oder Kommentare gibt. Es ist ein bisschen wie ein kleiner Belohnungsautomat, der uns immer wieder anzieht. Diese Mechanismen sind es, die dazu führen können, dass aus einer harmlosen Gewohnheit ein problematisches Verhalten wird. Aber wann genau sprechen wir von einem problematischen Gebrauch? Oder vielleicht sogar von einer Sucht? Es ist wichtig zu betonen, dass nicht jeder, der viel Zeit in sozialen Medien verbringt, süchtig ist. Es gibt einen Unterschied zwischen intensiver Nutzung und Abhängigkeit. Eine Sucht ist gekennzeichnet durch den Verlust der Kontrolle über das eigene Verhalten, obwohl negative Konsequenzen auftreten. Es gibt einige Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass jemand zu viel Zeit in sozialen Medien verbringt oder sogar abhängig ist. Erstens, das ständige Überprüfen des Handys. Man greift automatisch danach, auch wenn es keinen Grund gibt. Man schaut auf Benachrichtigungen, selbst wenn man gerade mit anderen Menschen spricht oder arbeitet. Es wird zu einem Reflex, den man kaum noch kontrollieren kann. Zweitens, das Gefühl der Unruhe oder Nervosität, wenn man keinen Zugang zu sozialen Medien hat. Stellt euch vor, euer Handy-Akku ist leer oder ihr habt kein WLAN. Fühlt ihr euch dann unwohl, gestresst oder sogar ängstlich? Das könnte ein Zeichen sein. Man fühlt sich abgeschnitten von der Welt und hat das Gefühl, etwas Wichtiges zu verpassen. Drittens, Schwierigkeiten, sich auf andere Dinge zu konzentrieren.
Die ständige Ablenkung durch Benachrichtigungen oder der Gedanke an das, was man in den sozialen Medien verpassen könnte, macht es schwer, sich auf Aufgaben bei der Arbeit, in der Schule oder sogar bei Gesprächen zu konzentrieren. Die Aufmerksamkeit springt hin und her und die Produktivität leidet darunter. 4. Die Vernachlässigung von Hobbys, sozialen Kontakten im echten Leben oder anderen wichtigen Aktivitäten. Wenn ihr merkt, dass ihr lieber online seid, anstatt euch mit Freunden zu treffen, Sport zu machen, ein Buch zu lesen oder einem Hobby nachzugehen, dann könnte das ein Hinweis sein. Die virtuelle Welt wird wichtiger als die reale. 5. Der Versuch, die Nutzung zu reduzieren, aber immer wieder zu scheitern. Man nimmt sich vor, weniger Zeit online zu verbringen, schafft es aber nicht. Man löscht vielleicht sogar Apps, lädt sie aber kurz darauf wieder herunter. Das ist ein klares Zeichen für einen Kontrollverlust, der bei Süchten oft vorkommt. Diese Verhaltensweisen können zu einer Reihe von negativen Konsequenzen führen, die unser Wohlbefinden und unser Leben stark beeinträchtigen können. Lasst uns einen Blick darauf werfen, welche Folgen ein übermäßiger Gebrauch von sozialen Medien haben kann. Zunächst einmal die psychische Gesundheit. Studien zeigen, dass ein exzessiver Gebrauch von sozialen Medien mit erhöhten Raten von Stress, Angstzuständen und Depressionen verbunden sein kann. Der ständige Vergleich mit den scheinbar perfekten Leben anderer, die oft nur eine inszenierte Realität zeigen, kann zu Gefühlen der Unzulänglichkeit, Neid und einem geringen Selbstwertgefühl führen. Man fühlt sich schlechter, weil man denkt, dass alle anderen glücklicher und erfolgreicher sind. Dann gibt es die physische Gesundheit. Wer viel Zeit vor Bildschirmen verbringt, bewegt sich weniger. Das kann zu Bewegungsmangel, Übergewicht und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Auch Schlafstörungen sind eine häufige Folge. Das blaue Licht der Bildschirme stört die Produktion des Schlafhormons Melatonin und die ständige geistige Aktivität vor dem Schlafengehen macht es schwer, zur Ruhe zu kommen. Augenprobleme und Nackenschmerzen durch die Haltung beim Blick aufs Handy sind ebenfalls weit verbreitet. Auch unsere Beziehungen leiden. Obwohl soziale Medien uns theoretisch verbinden sollen, können sie paradoxerweise zu Isolation führen. Wenn wir lieber online mit Menschen interagieren, anstatt uns im echten Leben zu treffen, gehen uns wichtige persönliche Erfahrungen verloren. Echte Gespräche, nonverbale Kommunikation und gemeinsame Erlebnisse sind durch Likes und Kommentare nicht zu ersetzen. Oft sitzen Menschen sogar zusammen und schauen trotzdem nur auf ihre Handys, anstatt miteinander zu reden. Und schließlich die Produktivität und Konzentration. Die ständige Verfügbarkeit von sozialen Medien ist eine enorme Ablenkung. Bei der Arbeit, im Studium oder in der Schule fällt es schwer, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, wenn man alle paar Minuten eine Benachrichtigung bekommt oder die Versuchung groß ist, kurz nachzusehen, was es Neues gibt. Das führt zu schlechteren Leistungen und einem Gefühl der Überforderung. Ich muss ehrlich zugeben, auch ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich zu lange durch meinen Feed scrolle. Man nimmt sich vor, nur kurz zu schauen, und plötzlich sind 30 Minuten vergangen. Oder man ist mit Freunden zusammen und jeder schaut auf sein Handy, anstatt sich wirklich zu unterhalten. Es ist ein weit verbreitetes Phänomen, das zeigt, wie tief soziale Medien in unserem Alltag verwurzelt sind. Aber warum ist das so schwierig, sich davon zu lösen, obwohl wir die negativen Seiten kennen? Wie schon kurz erwähnt, spielen hier psychologische Mechanismen eine große Rolle. Einer davon ist das Belohnungssystem in unserem Gehirn, das durch Dopamin aktiviert wird. Jedes Mal, wenn wir eine Benachrichtigung erhalten, einen Like bekommen oder eine interessante Neuigkeit sehen, wird Dopamin freigesetzt. Dieses Gefühl ist sehr angenehm und unser Gehirn lernt schnell, diese Aktivitäten mit Belohnung zu verbinden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die sogenannte intermittierende Verstärkung. Das bedeutet, dass die Belohnung nicht jedes Mal kommt, aber immer wieder. Wir wissen nicht genau, wann der nächste Like, der nächste Kommentar oder die nächste spannende Nachricht kommt. Diese Unvorhersehbarkeit macht es noch süchtiger, weil wir ständig überprüfen, ob vielleicht doch etwas Neues da ist. Es ist wie bei einem Spielautomaten. Man spielt immer weiter, in der Hoffnung auf den nächsten Gewinn. Und natürlich ist da wieder die Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, FOMO. Wir wollen wissen, was unsere Freunde machen, welche Trends es gibt oder welche wichtigen Nachrichten geteilt werden. Diese Angst kann sehr stark sein und uns dazu bringen, ständig online zu sein, auch wenn wir eigentlich etwas anderes tun sollten. Wir haben das Gefühl, wenn wir offline sind, würden wir wichtige Informationen oder soziale Interaktionen verpassen. Auch die Algorithmen der Plattformen spielen eine entscheidende Rolle. Diese intelligenten Programme sind darauf ausgelegt, uns so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Sie lernen unsere Vorlieben, zeigen uns Inhalte, die uns interessieren könnten, und schlagen uns neue Profile oder Videos vor, die uns fesseln. Es ist ein Teufelskreis. Je mehr wir interagieren, desto besser verstehen die Algorithmen uns und desto schwerer wird es, uns loszureißen. Sie sind extrem gut darin, unsere Aufmerksamkeit zu binden. Angesichts all dieser Herausforderungen ist es wichtig, sich nicht hilflos zu fühlen. Wir können aktiv werden und eine gesündere Beziehung zu sozialen Medien aufbauen. Es geht nicht darum, sie komplett zu verbannen, denn sie haben auch viele positive Seiten. Es geht darum, sie bewusst und kontrolliert zu nutzen, anstatt sich von ihnen kontrollieren zu lassen. Hier sind einige Strategien, die euch dabei helfen können. Erstens: Legt feste Zeiten für die Nutzung fest. Bestimmt zum Beispiel, dass ihr nur morgens für 15 Minuten und abends für 30 Minuten in den sozialen Medien seid. Oder dass ihr nach 20 Uhr gar nicht mehr online geht. Haltet euch an diese Zeiten. Am Anfang mag es schwerfallen, aber mit der Zeit wird es zur Gewohnheit. Nutzt Timer auf eurem Handy, um euch daran zu erinnern. Zweitens: Schaltet Benachrichtigungen aus. Jede Benachrichtigung ist eine Ablenkung und zieht uns sofort zurück in die App. Wenn ihr keine Push-Benachrichtigungen für Likes, Kommentare oder neue Nachrichten erhaltet, werdet ihr weniger oft dazu verleitet, euer Handy zu überprüfen. Ihr entscheidet, wann ihr schauen wollt und nicht die App. Das ist ein kleiner Schritt mit großer Wirkung. Drittens: Macht digitale Detox-Tage oder Stunden. Versucht einen ganzen Tag pro Woche oder zumindest einige Stunden am Tag komplett offline zu sein. Lasst euer Handy zu Hause, wenn ihr spazieren geht, oder legt es in einen anderen Raum, während ihr esst oder Zeit mit Familie und Freunden verbringt. Nutzt diese Zeit, um etwas anderes zu tun. Viertens: Verbannt das Handy aus dem Schlafzimmer. Das Schlafzimmer sollte ein Ort der Ruhe und Erholung sein. Wenn das Handy neben dem Bett liegt, ist die Versuchung groß, vor dem Einschlafen noch zu scrollen oder gleich nach dem Aufwachen die neuesten Nachrichten zu checken. Das stört den Schlaf und den Start in den Tag. Kauft euch einen altmodischen Wecker, wenn ihr euer Handy als Wecker benutzt. Fünftens: Findet alternative Aktivitäten. Was habt ihr gerne gemacht, bevor soziale Medien so präsent waren? Lest ein Buch, trefft euch mit Freunden im echten Leben, geht in die Natur, lernt eine neue Sprache, kocht etwas Neues oder macht Sport. Füllt die Zeit, die ihr sonst online verbringen würdet, mit Aktivitäten, die euch wirklich gut tun und bereichern. Das ist der Schlüssel, um die Gewohnheit zu durchbrechen. Sechstens: Überprüft eure App-Nutzungszeiten. Viele Smartphones und Apps bieten Funktionen, mit denen ihr sehen könnt, wie viel Zeit ihr auf jeder Plattform verbringt. Seht euch diese Zahlen ehrlich an. Oft sind wir überrascht, wie viel Zeit es wirklich ist.
Diese Erkenntnis kann eine starke Motivation sein, etwas zu ändern. Setzt euch dann Limits für bestimmte Apps. Es ist wichtig zu betonen, dass soziale Medien an sich nicht böse sind. Sie sind Werkzeuge, und wie jedes Werkzeug können sie gut oder schlecht genutzt werden. Sie können uns verbinden, informieren, uns neue Perspektiven zeigen und sogar zu positiven Veränderungen in der Welt beitragen. Es geht nicht darum, sie komplett zu verbannen oder zu verteufeln, sondern um einen bewussten und gesunden Umgang. Wir sollten die Kontrolle behalten und sie als das nutzen, was sie sein sollen: ein Hilfsmittel, das unser Leben bereichert, anstatt es zu dominieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass soziale Medien eine faszinierende, aber auch herausfordernde Seite unseres modernen Lebens sind. Die Anzeichen für einen problematischen Gebrauch sind vielfältig, von ständigem Überprüfen bis hin zur Vernachlässigung des realen Lebens. Die negativen Folgen können unsere psychische und physische Gesundheit, unsere Beziehungen und unsere Produktivität beeinträchtigen. Aber wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Mit bewussten Strategien wie dem Festlegen von Nutzungszeiten, dem Ausschalten von Benachrichtigungen und dem Finden von Alternativen können wir eine gesündere Balance finden. Lasst uns achtsamer sein, unsere Zeit bewusster verbringen und das echte Leben mit all seinen Facetten genießen. Die digitale Welt ist ein Teil unseres Lebens geworden, aber wir haben die Kontrolle darüber, wie wir sie nutzen. Denkt darüber nach, was euch wirklich gut tut und welche Rolle soziale Medien dabei spielen sollen. Ich hoffe, diese Folge hat euch zum Nachdenken angeregt und euch vielleicht ein paar nützliche Tipps für euren Alltag geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Listenly. Macht's gut.